rein. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, um ehrlich zu sein, weil ich habe schon so lange keine neuen Menschen mehr gesehen. Soll ich... Ja, ich bin 25 Jahre alt und ich wohne hier schon lange. Ich bin jetzt seit 6 Monaten nicht mehr auch rausgegangen, weil ich das gerade irgendwie nicht gut finde, rauszugehen, weil gerade kann man da, ich glaube, man geht gerade echt unnötige Risiken ein mit allem. Also was da gerade so draußen alles abgeht, das ist mir nicht so geheuer. Ja, also ich habe viele Pflanzen, weil ich bin ja auch schon lange hier oben und ich habe gelesen, dass es wichtig ist für das Klima im Zimmer, wenn man viele Pflanzen hat, und deswegen habe ich viele Pflanzen. Und das hier ist eine Hydrokultur. Man kann hier an dem roten Ding erkennen, ob sie genug Wasser hat oder zu wenig. Und genau, dann stirbt sie nicht. Und bei mir sind immer ziemlich viele Pflanzen gestorben. Das ist eine Lichterkette in der Lampe. Das ist von früher. Mein Schweinhorn. Damit habe ich früher immer Geld gesammelt, wenn ich auf Reisen gehen wollte, weil ich war früher viel auf Reisen, aber das war ja davor und das ist ja jetzt auch in nächster Zeit auch kein Thema mehr. Ich wach auf natürlich, meistens so um 8, von selber auch. Genau, dann stehe ich auf und dann mache ich Yoga. Ich finde es wichtig, auch was für sich zu machen, und ich habe so Übungen, die ich immer mache. Und ich bin auch eigentlich, ich werde auch immer besser darin. Es hapert manchmal noch ein bisschen, aber es klappt ganz gut. Genau, dann mache ich mir mein Frühstück. Porridge. Ich esse immer Porridge zum Frühstück. Nee, und es ist mir auch noch nicht, ist mir nicht langweilig geworden, auch nach 6 Monaten noch nicht. Ich esse immer Porridge. Nee, ich finde es immer noch lecker, ja. Ist mir nicht langweilig. Genau, und dann kümmere ich mich ja um meine ganzen Pflanzen. Ja, da habe ich ganz schön viel zu tun. Da ist der Tag dann schon gut voll mit. Ich gebe Pflanzen manchmal Namen, weil ich dann mich besser um sie kümmern kann. Und eigentlich gilt es auch für andere Dinge. Ja, mein Schreibtisch. Hier schreibe ich. Ich laber so viel Quatsch gerade. Nee. Das hier ist Benjamin, mein Benjaminbaum. Genau, und da muss man auch immer gut aufpassen. Da putze ich auch immer die Blätter mit dem Schwamm und so, dass sie nicht verstauben und dass da viel Licht drauf kommt, weil sonst geht der kaputt. Da muss man aufpassen, dass die... Ich mag ja mein Leben und deswegen habe ich beschlossen, hier oben zu bleiben, so lange wie nötig. Ja, von früher mein Stoff-Uhu, weil ich früher gerne im Wald war und Wölfe und Uhus und so mochte. Jetzt nicht, Ruth. Nee. Nee, ich bin ja auch nicht, ich wohne ja mit Ruth hier. Ich wohne ja mit Ruth. Und ich habe ja auch viel, um was ich mich
kümmern kann, die ganzen Pflanzen und so. Ich habe ja genug zu tun hier, ja. Und da draußen geht ja eh alles drunter und drüber, alle drehen ja durch gerade. Da will ich nichts mit zu tun haben. Was soll ich die vermissen? Wollt ihr einen Kaffee? Okay, ich mit meiner Kaffeemühle. Ich dachte, das kann man vielleicht ganz gut einbauen. Ja, ich habe halt davon gelesen, dass sie diese Doku machen, so hinter verschlossenen Türen. Ich dachte mir, wenn eine Tür verschlossen ist, dann meine. Und ja, auch wenn ich hier oben zufrieden bin, es ist ja doch ein bisschen eintönig einfach manchmal. Es passiert nicht so viel und ich dachte, ja gut, dann sehe ich ja auch mal wieder neue Menschen, aber ich muss hier selber nicht runter, weil es geht ja um das Hier. Und dann dachte ich, irgendwie wäre das doch was für mich. Und dann habe ich mich gemeldet. Also sehen ist übertrieben. Ich sehne mich nach nichts. Ich bin ja glücklich hier. Aber ich würde schon gerne auch mal wieder in den Wald. Das ist schon komisch irgendwie. Immer wenn ich hier bin und den Kaffee mal, dann schaue ich so aus dem Fenster, weil das einzige gerade Fenster ist hier im Dachgeschoss. Das ist das einzige Fenster, wo man rausschauen kann auf die Straße und zu allem draußen. Und immer wenn ich auch jetzt so da rausschaue, dann kommt mir das alles so weit entfernt vor. Viel mehr, als wäre es nur der 5. Stock oder so. Das fühlt sich alles so losgelöst von mir an. Also das ist jetzt auch nicht so dramatisch, wie das vielleicht klingt, weil ich bin ja auch gern hier oben und ich habe ja auch alles und auch Hut und so. Aber es fühlt sich so an, als wären alle Verbindungen gekappt irgendwie. So zu dem, was davor war und was alles einfach war davor. So, ich bin hier oben und das da draußen gehört nicht mehr dazu. Und wenn ich versuche, irgendwie die Verbindung zu irgendwas von da draußen und davor aufzubauen, dann gleitet mir das so. Ich kann es gar nicht richtig greifen. Die Welt entgleitet mir dann so. So wie wenn man morgens aufwacht und man hat einen richtig verrückten Traum und man versucht sich richtig mit aller Macht daran zu erinnern, aber je mehr man sich versucht zu erinnern und auch an die Details, desto mehr geht der Traum verloren. Und man vergisst ihn immer weiter. Und eigentlich ist es ja auch nicht das Wahre hier mit Ruth. Wir sind jetzt im Wald. Früher war hier mein Lieblingsort. Auch wenn hier immer viele Flugzeuge fliegen und so, es hat mich eigentlich nicht gestört, weil es war trotzdem immer ruhiger als in der Stadt irgendwie. Und ja, die Bank bedeutet mir viel. Naja, auf jeden Fall, ich habe mich hier früher manchmal halt, als ich Teenie war, mit Jungs getroffen oder so, solche Sachen. Oder auch mit meinen Freundinnen habe ich mich hier getroffen. Ja, was ich hier erlebt habe. Ja, viel eigentlich. Halt, was man so erlebt, wenn man ein Kind ist und draußen ist. Und dann später war ich ja auch noch draußen, als ich erwachsen war. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist halt einfach nur eine Bank im Wald. Und es ist auch richtig... Boah, ich finde es... Können wir das abbrechen? Ich finde es nicht gut. Ich finde es richtig schlimm gerade hier. Können wir einfach im Zimmer noch weiter drehen? Ich kann auch noch was zu meinen Pflanzen sagen.
Entschuldigung, dass das jetzt mit der Aufnahme da nicht so geklappt hat. Wenn wir wieder bei mir sind, kann ich ja noch Kaffee machen. Nochmal für das ganze Team mit der Kaffeemühle, oder? So einfach mal wieder Natur und nichts mit Menschen außenrum und draußen. Ja. Aber eigentlich will ich auch gar nicht, eigentlich will ich gar nicht raus. Ich meine, im Wald, es kann so viel passieren, alles überall, draußen ist gar nichts mehr sicher und dann, nee, draußen ist nicht mehr für mich. Ich habe mich früher mal danach gesehnt, aber jetzt sehne ich mich nicht mehr. Jetzt bin ich hier einfach. Ich will gar nicht nach draußen. Ich habe hier alles, was ich brauche. Mich zieht nichts nach draußen. Nein, ich sehne mich nicht. Nee. Watch out the window, little mermaid. What did you see today? Wondering what comes tomorrow. What did you see? Wondering what will bring tomorrow? Wondering what you see. Watch out the window, little mermaid. Tell me your name. Watch out the window, little mermaid. What did you see?